Meine Damen und Herren, es ist 13:45 Uhr und ich habe heute nichts gegessen. Damit willkommen zu Let's Sujuk. Heute machen wir etwas Einfaches, was jeder machen kann. Ihr wisst, bei Let's Sujuk wird alles mit Sujuk gekocht, zubereitet und zum Schluss gegessen. Und heute gibt es Sujuk Toast. Die Zutaten, die wichtigsten Zutaten. Sujuk, Toast. Tada, Zauberei. Den Rest der Zutaten könnt ihr euch noch aussuchen, also es kann variieren, was ihr halt gerne auf euren Toast draufklatscht, aber für Sujuk Toast braucht man Sujuk und Toast. Wir nehmen heute Käse dazu. Außerdem wird das Ganze ein bisschen scharf und ein bisschen Gemüse gibt es auch mit eingelegte Gurken. Wusstet ihr, dass der Undertaker regelrecht Angst hatte vor den Gurken? Der Mann ist über 2 Meter groß, jeder Kind hatte Angst vor ihm. Und trotzdem hat er Angst vor Gurken. RIP. Alles klar, die Operation beginnt, meine Damen und Herren. Als erstes teilt ihr euch ein, wie viel Sujuk ihr ungefähr braucht. Das ist einfach Pi mal Daumen. In meinem Fall wäre es ungefähr so viel. Dann schneidet ihr das ab. Und das Stück, was ihr nicht braucht, könnt ihr in den Kühlschrank tun. Das ist ja überhaupt kein Problem. Deswegen... Nein, das war nur ein Witz. Natürlich ist das meine Portion, die ich mir eingeteilt habe. Dann wird es geschnitten, passt auf eure Fingerlein auf, sonst könnt ihr nicht mehr die X-Taste drücken. Das habe ich gut gemacht mit der X-Taste, weil die gibt es bei der Xbox, Nintendo Switch und Playstation und PC. Außer beim Handy, alles dabei. So, fertig. Und ich kann einfach nicht widerstehen. Ich muss immer ein Stück, Entschuldigung, das ist unhöflich, aber ich muss immer ein Stück essen. Immer. Egal wann. Immer ein Stück. So, Sujuk geschnitten. Könnte auch ein PSN-Name sein, ne? Gamertag. Sujuk geschnitten. Als nächstes sind die Gurken dran. Natürlich müssen die auch passen zum Toast. Ihr könnt das natürlich versuchen, so drauf zu tun, aber ich glaube, das wird nicht so gut. Stellt euch vor, wie ich das Ganze schneide. Super, mit eurer Gedankenkraft haben wir das Ganze geschnitten. Ganz allein nur dank dir. Super duper ist das. Die Zutaten sind bereit, meine Damen und Herren, und natürlich würde ich das Ganze auf einem Teller normalerweise zubereiten, aber weil das YouTube ist und alles muss schön aussehen, so Messer weg, müssen wir das Ganze auf einen extra Teller machen. Wir nehmen unsere Scheibe Toast, tada! Dann gibt es ein bisschen Tomatenmark drauf von mir. Okay, und jetzt erzählen wir Ihnen eine Geschichte. Es gab einen YouTuber namens Senki mit 2E Unit 91. Und er wollte dich verschlingen, weil du so süß bist. Gute Nacht. Lifehack, wenn ihr auf Käse steht, dann sorgt immer dafür, dass die Ränder hier ein bisschen frei sind. Käse, das Käse ein bisschen rausgeht von den Rändern, das ist dann immer extra lecker. Als nächstes gibt's ordentlich Sujuk auf dein Toast. Ich habe sogar noch ein bisschen was über. Okay, Sujuk einfach drauflegen. So viel ihr wollt, so wenig wie ihr wollt. Die Gürkchen kommen dazu. Perfekt. Und dann heißt das Ganze Klappe zu, Affe tot. Eine Sache habe ich vergessen, wir lassen es schneiden, meine Damen und Herren. Ein bisschen Schärfe muss auch noch da drauf. Und ich stehe auf Extremschärfe, deswegen lasse ich es ordentlich schneiden. Schneesturm ist am Start. Und jetzt heißt es toasten. Okay, es wurde auch schon wieder ein bisschen was vergessen. Die Zentrale war da, meine Mutter, die mir immer... so gegen 19 Uhr jeden Tag zu Dragon Ball Z immer wieder einen Sujuk Toast gemacht hat, der gesagt, hast du Ketchup drauf gemacht. Nein, kann man machen, ich will es auch machen. Und zwar haben wir hier noch einen Deckel, zum Glück. Tomatenmark geht auch, Ketchup ist aber auch besser. Ich habe es total vergessen, aber als ich es erwähnt hat, hatte ich auf einmal wieder dieses Dragon Ball Feeling. Bisschen Ketchup, also so. Na, den geht's nicht so gut. Schön mit dem Messer verteilen, hin und her, vor und zurück. Lecker, lecker, lecker. Und das war's immer noch nicht. Es gibt ein bisschen Curry. Ja, da, so ein bisschen Curry rein. Ja. Und jetzt heißt es Klappe zu, Affe tot. Hoffentlich. Kommen wir nun zum Toasten, meine Damen und Herren. Damit, weil wir ein bisschen Käse haben, normalerweise mache ich extra mehr, aber ich wollte heute nicht gierig sein. Damit unser Toaster nicht schmutzig wird, nehmen wir einfach Backpapier. Ganz einfach, den Toast dazwischen und dann Klappe zu. Das macht immer sehr viel Spaß, mit einer Hand solche Sachen zu machen, auch bei so ganzen Unboxing- und Tutorial-Videos. Aber wir machen das... Eine Gurke ist rausgefallen. Oh nein, das Video wird abgebrochen. Ruft 110. So, es hat funktioniert, Leute. Und jetzt, wie gesagt... Backpapier so zu machen, dass oben und unten zu ist, dann kann auch Käse überlaufen, kein Problem, es wird aufgefangen. Gute Nacht, Toasty.
Bis gleich. Nicht nur heute in der Küche, sondern auch draußen. Oh mein Gott, 2 Sachen an einem Tag. Ich kann nicht mehr. Wir sind jetzt hier im eigenen Garten. Oder sollte ich sagen, Garten von dem Hausbesitzer, der zufälligerweise mein Vater ist. Und ja, Leute, normalerweise hätte ich Let's Sujuk hier gedreht, aber das Wetter spielt heute nicht mit. Natürlich hätte ich den Tisch so genutzt, Sujuk auf den Tisch geschnitten, alles 100% steril. Aber das ist nicht die Sache, das hier ist die Sache, meine Damen und Herren. Und zwar wollte ich passend dazu einfach mal selbst erstellte Tomaten, alles klar. Ne, jetzt vollkommen im Ernst. Ich wollte eigene Tomaten nehmen, die im Garten angepflanzt worden sind. Ich glaube, die hier, ja, die nehmen wir, die 3 Stück. Das sieht nicht gesund aus. Also ich wollte euch das einfach mal zeigen. Hier selber angebaut. Daneben an Gewächshaus. Dort gibt es auch ein bisschen Stoff. Oh, liebe Polizei, nicht das Stoff. Auch nicht das hier. Wir haben nichts mit Walter White zu tun und da ist nicht sein Geld versteckt. Wir kennen sich Breaking Bad. Also ein paar Tomaten werde ich mir jetzt holen. Ich wollte euch nur noch Gewächshaus mal zeigen. So sieht's aus. Der Herbst ist da. Es ist nichts mehr so grün, wie man es kennt. Herr Walter White hat gesagt, wir dürfen nicht rein ohne seine Zustimmung. Hier sind auch seine Arbeitshandschuhe. Ne, ich wollte euch mal einen Ortswechsel zeigen. Ich gehe mal jetzt Tomaten pflücken. So sieht das fertige Produkt aus, meine Damen und Herren. Ich hoffe, diese Showeinlage von gerade eben hat euch gefallen. Ein paar Oliven, Tomaten aus dem eigenen Garten, Bio zu 100%. So sieht mein Toast aus. Und es ist eine Bestellung gerade eingegangen. Und zwar hier. Meins ist Vollkorntoast, das ist Toast, Weißbrot, Toast. Wie man es kennt, auch hier unsere Bio-Tomaten. Das ist eine Bestellung, die eingegangen ist von Mami. Und sie bekommt auch natürlich was. Und natürlich, meine Damen und Herren, weil die es im Fernsehen so machen, ist das auch mit den Oliven und mit den Tomaten so. Ihr könnt jede Art von Brot nehmen, wie gesagt, hier Vollkorn, normal Weißbrot. Ihr könnt auch ein Baguette nehmen, also alles, was auf dem Toast drauf geklatscht werden kann, kann auch genommen werden. Und ihr könnt auch halt nicht nur auf dem Toaster toasten, sollte euch bekannt sein, auf der Pfanne geht das auch. Im Ofen, sogar auf dem Grill könnt ihr euch einen Toast erstellen. Aber wie gesagt, ich wollte heute mal einen Toast machen, weil das ist ziemlich einfach und das kann jeder zu Hause ganz schnell ohne extra Zutaten sich zubereiten. Was packt ihr am liebsten auf den Toast? Das würde mich interessieren. Ab damit auf die Kommentare. Das war's dann für heute mit Let's Sujuk. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hole mir erstmal was zu trinken und dann wird gegönnt. Keep it einmal geil und tschüss.